Seid gegrüßt, lieben Freunde, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute, wie soll es anders sein, spiele ich wieder Agents of Conflict, hatte ich wieder mega Bock drauf. Und dieses Mal spielen wir einen Bürgerkrieg in Deutschland. Dazu habe ich eine Karte mit Bundesländern rausgesucht. Und ihr seht, ja, okay, die sind vielleicht mehrmals enthalten, aber das ist egal. Es geht darum, dass die, ja, Bundesländer gegeneinander kämpfen. Na, eigentlich ist das ja Deutschland. Warum Bayern hier jetzt dabei ist, verstehe ich jetzt nicht, aber lassen wir mal erstmal gelten. Eine Sache noch, es sind nicht 17 Bundesländer, sondern 16. Mallorca fehlt hier, wäre wohl zu stark gewesen und die hätten das immer gewonnen. Aber ja, ich bin gespannt, welches Land hier am Ende gewinnen wird. Ich tippe vielleicht mal, ja, Niedersachsen wäre schon natürlich nice. Ich wohne nämlich in Niedersachsen, von mir aus gerne auch Bremen, die könnten auch gewinnen, mag ich auch sehr gerne. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, auf welches Bundesland ihr tippt und darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Ich würde aber sagen, wir fangen an und schauen, ja, wer hier den ersten Krieg startet. Und das ist Bremen. Bremen erklärt, achso, Bremen hat ja erstmal gegen sich selbst gekämpft. Na gut, das ist erstmal nichts Großartiges hier. Warte, es gibt fucking German State Borders. Hä? Ach, der hat hier noch Grenzen eingebaut in die Karte. Okay, das verstehe ich jetzt aber nicht, warum. Diese Nation werde ich jetzt einfach mal zerstören und die anderen Länder können sich das gerne schnappen, weil das ist so ein bisschen kacke sonst. Ach, Digga, ich habe jetzt Thüringen fallen lassen. Oh mein Gott, ich starte mal kurz neu. So, jetzt ist es aber richtig. Wir fangen von vorne an. Ja, zurzeit passiert nicht viel, wobei hier Rheinland-Pfalz fängt an, gegen Saarland zu kämpfen und Hamburg hat gegen Niedersachsen ein bisschen Stress. Die holen sich tatsächlich auch einiges. Ja, und die machen richtig Alarm hier. Währenddessen Brandenburg dringt in Mecklenburg-Vorpommern ein und hier ist irgendwas schon gefallen. Okay, Nordrhein-Westfalen, ja, sammelt sich so ein bisschen. Und, oh mein Gott, Hamburg hat schon einen Teil von Niedersachsen geschnappt. Zudem wurde Bremen jetzt von Niedersachsen erobert. Zumindest ein Teil davon. Bremen existiert hier doch noch. Und Hamburg erklärte Krieg gegen Nordrhein-Westfalen? Wo haben die eine Grenze bitte schon mit Hamburg? Oh mein Gott. Auf jeden Fall Hessen will mal ein bisschen was vom Rheinland-Pfalz haben. Ich glaube, Bayern ist weitestgehend erstmal ruhig geworden. Und welches Land ist hier? Das ist Niedersachsen wahrscheinlich, genau. Sachsen-Anhalt ist jetzt einfach ein schwarzer Fleck, kann man machen. Ja, Niedersachsen möchte noch weiter in den Norden, weil Mecklenburg-Vorpommern, wundert mich, dass es das überhaupt gibt. Das ist auf jeden Fall ein kompletter Mess bei Mecklenburg-Vorpommern. Und hier ist auch wieder was passiert. Hamburg wurde von Niedersachsen geschnappt. Ein Teil Hamburgs gibt es noch, aber das ist nicht viel. Berlin ist tatsächlich größer geworden, wollen gegen Brandenburg kämpfen. Brandenburg ist jetzt auch nur ein einziger Fleck hier. So, Bayern ist jetzt tatsächlich ein einziger Fleck. Also mal schauen, ob das dann, was eigentlich nicht zu Deutschland gehört, hier irgendwas reißen wird. Ist zumindest das größte Land hier. Niedersachsen ist auf dem zweiten Platz. Ja, Hamburg ist tatsächlich jetzt komplett weg. Und die Sachsen sind jetzt auch noch ein einziger Fleck. Thüringen hat sich nicht so richtig angefasst. Hessen, ja, so ein bisschen. Ja, Niedersachsen spielt Schach gegen sich selbst. Keine Ahnung, was sie damit erreichen wollen. Saarland wurde erobert von Rheinland-Pfalz. So ein bisschen existiert immer noch, aber ist tatsächlich schwierig. Nordrhein-Westfalen hat auf jeden Fall Probleme gerade so ein bisschen gegen Hessen. Und ich sehe, Brandenburg ist tatsächlich weg. Also Berlin hat das alles, ja, fast alles eingenommen. Schleswig-Holstein, ja, die tun gefühlt gar nichts. Ist gut auf jeden Fall. Mecklenburg-Vorpommern hat tatsächlich hier, ja, die halten sich tatsächlich tapfer, muss man sagen. So, Sachsen kämpft jetzt gegen Sachsen-Anhalt. Die wollen natürlich die einzigen Sachsen hier sein. Schleswig-Holstein hat schon ein bisschen was gemacht, aber die haben auch nur gegen sich selbst erstmal gekämpft. So sieht schon mal ein bisschen die Karte aus. Also sieht auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher aus. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, das sind die einzigen Länder, die hier noch mehrere Gebiete haben. Naja, mal schauen, ob Schleswig-Holstein so noch existieren wird, denn die haben gerade mega Schwierigkeiten. Kämpfen sich aber tatsächlich zurück. Das ist wild. Oh, Massenangriff auf Nordrhein-Westfalen von Rheinland-Pfalz und ich glaube, die schnappen sich die. Ja, so ist es. Also man kann noch nicht ganz sagen, welches Bundesland hier am besten abschneidet, wobei man sagen muss, Rheinland-Pfalz hat echt viele Gebiete dazu gewonnen. Sind sogar auf dem zweiten Platz, also das ist natürlich sehr stark von denen gemacht. Und die machen weiter. Vielleicht wollen sie die Hessen schnappen. Ich weiß nicht, ob die deren Dialekt haben wollen, aber meinetwegen sollen sie machen. Solange die nicht so waschechten Bayern werden, dann ist ja alles gut. Oh mein Gott, Hessen macht UNO Reverse-Karte hier. Ja, Schleswig-Holstein kämpft gegen sich selber, währenddessen Sachsen-Anhalt greift Niedersachsen gut an. Weil die einfach gar kein Geld mehr haben. Oh mein Gott, was sehe ich denn hier? Oh, Hessen macht einen riesen Angriff und die können sich bald hier die Hauptstadt schnappen. Ja, es ist kurz davor, kurz davor. So, von Niedersachsen gibt es jetzt auch nur noch 2 Teile. Trotzdem, wenn die sich zusammentun würden, würden sie auf jeden Fall auch mit zu den größten Ländern gehören. Schleswig-Holstein ist jetzt auf jeden Fall ein Land. Und hier geht es weiter. Hessen macht Angriff auf Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, die könnten sie sich bald schnappen. Fehlt nicht mehr viel. Auf jeden Fall coole Karte, die hier so entsteht.
entstanden ist. Saarland wurde erobert von Rheinland-Pfalz. Tatsache, also Saarland gibt es nicht mehr. Somit bleibt das Ganze doch nicht in der Familie, das ist schon mal gut. Aber ja, Hessen hat sich komplett Rheinland-Pfalz geschnappt. Hessen ist jetzt das größte Land hier. Also der Bürgerkrieg in Deutschland, der eskaliert komplett auf jeden Fall. Sachsen will sich Berlin schnappen. Und das machen die sogar richtig, richtig gut. Oh mein Gott, ja, die haben jetzt Berlin als Hauptstadt. Also zumindest haben sie sich die geschnappt. Berlin existiert aber an sich, ja, immer noch. Also ich weiß nicht, was Bayern macht. Die sind eigentlich sehr gut dabei, haben sogar mit am meisten Geld, wobei das schon sehr knapp ist zwischen den einzelnen Bundesländern. Oh, hier fängt Richtung Norden weiter Krieg an. Thüringen hat sich schon einiges von Sachsen-Anhalt geschnappt. Ich muss ganz kurz auch auf Baden-Württemberg hier eingehen. Die sind ja schon echt kleiner geworden. Also haben zwar natürlich eine gute Persönlichkeit, so ist es nicht, aber die waren auf jeden Fall schon mal größer. Oh, Mecklenburg-Vorpommern scheint jetzt ein einzelnes Land zu sein. Das ist schon mal natürlich gut für die. Haben natürlich mehr Fläche und können mehr Geld bekommen und die greifen sogar Berlin an. Ist aber eine sehr knappe Geschichte hier. Ja, können die sich tatsächlich nicht schnappen. Jetzt, ja, ich habe vorher Baden-Württemberg ein bisschen angegriffen, aber jetzt sind sie tatsächlich ein bisschen größer geworden. Das drittgrößte Bundesland hier. Vielleicht schaffen die es ja noch hier zu gewinnen. Wer weiß, wer weiß. Und tatsächlich, oh mein Gott, die machen ja richtig stark weiter. Hessen wird es bald übergeben. Also Schwäbisch, das neue Dialekt wahrscheinlich in Deutschland. Also das hauptsächliche. Und hier ist Sachsen-Anhalt bald weg. Da bin ich mir sehr sicher. Fast. Und auch Berlin scheint Mecklenburg-Vorpommern anzugreifen. Was ist hier passiert? Oh. Scheiße, Alter. Die Bäuer haben's hier. Ja, somit ist tatsächlich das zustande gekommen, was ich gefürchtet habe. Bayern nimmt Überhand. Ja, Niedersachsen ist jetzt ein einzelnes Land. Also ich glaube, es gibt jetzt keine Bundesländer mehr, die Doppelstadt sind. Ich kann einfach heute nicht mehr reden. Auf jeden Fall gibt es kein Bundesland mehr doppelt oder dreifach. Und Berlin hat sich jetzt Mecklenburg-Vorpommern geschnappt. Ob das jetzt wirklich doch Berlin ist, ist eine andere Sache. Eher tatsächlich ein neues Mecklenburg-Vorpommern, aber lassen wir sie einfach machen. Somit gibt es nur noch 7 Bundesländer. Niedersachsen ist noch da, das finde ich gut. Auf die habe ich ja getippt. Schleswig-Holstein ist das reichste Land, also wenn die das gut machen, haben sie auch gute Chancen. Und die nutzen das tatsächlich gut aus und greifen Berlin an und sie haben sich Berlin geschnappt. Und Niedersachsen hat kein Geld mehr, was nicht gut ist und auch Sachsen nichts. Und Sachsen greift Mecklenburg-Vorpommern, was ist mit mir heute los, ey? Schleswig-Holstein greifen die an, denn die haben wirklich, ja, kein Geld mehr. Oder hatten zumindest keinen, haben sich aber gut erholt. Und Niedersachsen wird jetzt zerstört tatsächlich. Nicht das, was ich mir erhofft habe. Niedersachsen das beste Bundesland, das es in Deutschland gibt. Change my mind. Ja, es passt, oh mein Gott. Nein, Niedersachsen ist weg. 5 Bundesländer sind nur noch da, bald 4, weil Sachsen, ja, scheiß komplett rein. Ja, Bayern macht wieder Bayern-Sachen hier. Boah, ich habe solche FPS-Drops. Ach du heilige Scheiße. Auf jeden Fall wird Bayern gerade massiv angegriffen. Zumindest wenn die hier ein bisschen Geld hätten, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen erfolgreicher. Haben sie aber nicht und somit muss sie jetzt erstmal Hessen bluten, genauso Thüringen. Und bei Thüringen, ja, ist das noch ein Stück heftiger als bei Hessen, aber auch... Alter, was mit Schleswig-Holstein los? Ja, die bekommen jetzt einen Gegenangriff von Bayern. Das ist aber natürlich nicht so groß, wie Schleswig-Holstein das gerade gemacht hat. Und Thüringen wird, glaube ich, nicht mehr existieren. Ja, somit hat sich Bayern Thüringen geschnappt. Ja, mal schauen, welches Bundesland hier als nächstes reinkackt. Ich denke Sachsen. Ich kann mich aber auch täuschen. Sachsen hat gerade ein bisschen Land geholt. Ja gut, jetzt sind sie wieder pleite. Und ja, oh mein Gott, ja, das wird nichts mehr mit Sachsen. Zumindest hatte ich gerade das Gefühl, aber jetzt ist Schleswig-Holstein an der Reihe, richtig angegriffen zu werden. Man sieht ja schon so ein bisschen, Hessen hat sich ein bisschen vergrößert. Und die machen es weiter tatsächlich. Schleswig-Holstein hat kein Geld. Ja, und auch Sachsen erholt sich tatsächlich. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh mein Gott. Ja, aber Sachsen wird tatsächlich geschnappt. Und natürlich sind es die Bäuer, Alter. Die Bäuer sind es, ey. Mal schauen, wer ins Finale kommt. Auf jeden Fall kämpft gerade Schleswig-Holstein mit Hessen. Ja, knappe Kiste, knappe Kiste. Hessen wird gerade auf jeden Fall angegriffen von beiden. Jetzt ist aber so, dass Bayern, ja, Schleswig-Holstein angegriffen hat. Aber das ist wieder so ein Hin und Her. Ja, Schleswig-Holstein hat natürlich das Glück, dass die Hauptstadt relativ weit im Norden ist. Da kommt Bayern nicht so gut ran und auch Hessen hat Schwierigkeiten, wobei jetzt habe ich es gesagt und jetzt kommt die gut voran. Ja, und jetzt soll es eigentlich vorbei sein. Ist es aber noch nicht. Jetzt fehlt nur noch ein kleines bisschen und dann ist Schleswig-Holstein tatsächlich weg. Ja, jetzt greift Schleswig-Holstein Hessen an, weil die kein Geld haben. Kommt ein bisschen voran. Ja, ich mag jetzt nicht sagen, dass Bayern
Bayern hier mal Schleswig-Holstein besiegen soll, aber ja, die hat so jetzt gerade gute Chancen, Schleswig-Holstein anzugreifen. Jetzt muss es aber vorbei sein mit Schleswig-Holstein. So ist es. Jetzt ist Finale zwischen Hessen und Bayern. Rot gegen Blau. Wer wird das Ganze gewinnen mit diesen FPS-Drops, die ich hier habe? Also ich meine, Hessen ist jetzt auch nicht das Top-Bundesland, wo ich denke, okay, die hätten gewinnen sollen, aber besser als die Bayern. Auf jeden Fall. Digga, ich schieße so gegen Bayern in diesem Video. Leute werden wirklich denken, ich hasse Bayern. Ja, hier müssen wir einfach tatsächlich schauen, wer schneller müde wird, denn die sind beide nicht richtig klein. Also ich habe so irgendwie das Gefühl, hier passiert gar nichts mehr. Die haben immer ungefähr gleich viel Geld, kämpfen nicht lange. Das, ja, ich glaube, da kann ich lange warten. Also die Bayern, die sind auf jeden Fall schon eine Menge größer. Aber trotzdem darf man Hessen hier halt nicht unterschätzen. Also es ist kein klarer Verlierer hier. Ja, es ist das Jahr 1000 und ich muss tatsächlich sagen, hier passiert aber gar nichts mehr. Wie gesagt, die haben die ganze Zeit ungefähr gleich viel Geld. Es ist immer ein kleines Hin und Her mit diesen Gebieten. Mal verliert bis in Hessen, gewinnt das aber wieder. Deswegen kann man sagen, ich denke, das wird so ein Kreislauf sein, aus dem wir jetzt so nicht rauskommen. Deswegen muss ich tatsächlich hier quasi 2 Sieger hernennen. Nicht ganz, man muss trotzdem leider sagen, dass Bayern hier das Ganze gewonnen hat, denn die haben natürlich mehr Gebiete geschnappt. Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass Hessen ein guter 2. Platz ist hier. Ja, so müsst ihr es auf jeden Fall stehen lassen. Glückwunsch an Bayern und an Hessen, dass sie auch noch da sind und ja quasi den Norden Deutschlands eingenommen haben. Fast. Das ist auch so fast wie Aldi Nord gegen Aldi Süd, kann man sagen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr hier lieber wohnen würdet. Ob in Hessen oder Bayern, würde mich echt interessieren. Aber ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert gerne meinen Kanal. Und zudem könnt ihr gerne auch in die Kommentare reinschreiben, was ich so als nächstes in Ages of Conflict machen soll. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.